Willkommen zurück zu Tales of Berseria. Beim letzten Mal haben wir 6 Hafen erreicht, nachdem wir ein paar Kämpfe gemacht haben. Und haben jetzt hier noch so ein paar Gespräche, die wir machen können und so. Und schon wieder ein neues Gebiet entdeckt. Okay. Tipo-Insel. Ja, mach mal. So. Ja, gehen wir mal das Gruppengespräch an. You know, Minot's power may have weakened, but I think that'll only cause more of a stir in the cities. Without the Abbey's exorcists, the people will have a hard time quelling demons. Are you crying? I'm simply coming to terms with reality. I've learned to think for myself rather than let others do the thinking for me. It's painful and frightening, and comes with great responsibility. But this is who I am now. It's on me to own up, face my fears, and keep moving forward. You're a piece of work. But I don't mind having you around. Yes. I'm not weak like I used to be. No, you aren't. You don't have to bear the weight of the world alone, though. I understand that. I will do only what I can. You always say that, but then you end up overdoing it, right? If you push yourself to the limit and it's still not enough, there's no shame in relying on others. Rokuro, thank you so much. You realize you just thanked a demon, right? I'm aware of that. Okay. So, jetzt will ich noch mal wissen, weil wir haben uns ja schon fast verabschiedet hier von der Truppe hier. Ich kann jetzt überall anders hin. Ich will einmal noch mal hier hin. Die Hexeninsel unten kann ich nicht besuchen, immer noch nicht, weil wegen ist so, obwohl dort auch eine Alarmstufe Rotdämon und Gedöns noch ist. Merkwürdig. Ich will da nochmal hin, nach Ruinit. War doch, glaube ich, hier, ne? Mit dem Ding. Oder können wir es hier nicht mehr holen? Doch. Ach, guck mal. Magilus Menagerie haben wir auch noch. So. Oh Gott, wir haben das ganze Nebenquest jetzt. Okay, also wir müssen einmal in die Bergmarsch. Da. Wie heißt das Ding jetzt? Also jetzt machen wir wirklich Nebenquest-Gedöns. Weil wir es können. Verdammt, wie heißt die Insel? Bergmarsch. Nee, das ist das Gebiet eigentlich, ne? Ach, ich bin verwirrt, Mann. Lass mich verwirrt sein, okay? Sektionhafen, nee. Ich bin der Meinung, das heißt Nein. Aber... Achso, ja, aber ist hier. Dann halt nach Beardsley. Ach, das ist hier. Okay. Loswing ist nicht. Ich sollte es nicht. Talesin ist... Oh. Was ist Lionel Werft? Ja. Ja. So. Jetzt muss ich gucken. Wo? Da. Da, wo wir eins gegen Dingens gekämpft haben. Gegen Ifrit. Dort müssen wir jetzt hin. Okay. Damit wir das Omega-Elixier zusammenbauen können. Muss ich bei Zeiten hier auch nochmal hier die Inol-Flasche und sowas wieder kaufen.
Ich habe jetzt ja so viel von links nach rechts teleportiert. Wir können froh sein, dass es keine langen Ladebildschirme waren, sondern dass es sehr, sehr zügig ging. Aber nichtsdestotrotz brauche ich dann wahrscheinlich ein bisschen Aufstockung. Damit ich jetzt so viel inflationär eingesetzt habe. Ja, aber das kriegen wir hin. Bin ich felsenfest von überzeugt. Achso, ich kann ja auch. Ist ein Tickchen schneller. Sofern ich in Gegner reinrase, außer die sterben dann sofort, aber ich glaube nein. So. Bäh, bäh, bäh. Doch Zeit, dass wir endlich die scheiß Omega-Elixier machen können. Aber, mich wundert halt, ne, dass es nicht in diesen komischen Sümpfen da, wo wir gewesen sind, machbar ist, sondern nur halt jetzt hier, dass es hier angezeigt wird. Aber für das andere brauchten wir ja auch einen Geobaum, den wir nicht gefunden haben. Oder halt man braucht einen Geobaum von dem vorherigen Gebiet. Ich habe keine Ahnung. Aber davon verdammt viel. Ja. So, auf. Da holen wir uns mal das Ding. So, und Videl war ja dann, glaube ich, in... wie heißt das? Renit? Ich glaube ja. Resol können wir eigentlich auch nochmal, weil da bestimmt noch irgendwie was zu machen ist oder so. Weil wir hatten da ein Ausrufezeichen gesehen. So, da ist das Zeug. Hallo? Zeug? So. There's a cloud sheep egg, another ingredient for the Omega elixir. All right, let's hurry and get this back to Videl. I'm not sure I've ever seen Laphicet so animated. He's just not one to give up easily. I honestly couldn't tell you where he gets it from. Really? I think you and Laphicet are actually rather similar. You can't be serious. Oh, I'm completely serious. And to a dumb old demon like me, it doesn't seem like a bad thing. Ich finde es auch interessant, dass hier diese ganzen Nebenquest-Gedöns eine ganze Zeit lang auch nicht angezeigt wurden, ne? Wahrscheinlich, weil wir das in dieser Zeit halt nicht hätten machen können. Oh, hier können wir auch mit Leuten reden. Okay. Machen wir. Gar kein Problem. Da kenne ich ja nichts, kenne ich da. Wo? Ach da. What's that you're pouring out? It's for Eifried's memorial. Captain, this is some good booze the first mate's been hiding away. Drink up, it's all yours. Ha! I'll never forget you, Captain. And I'll never forget that 500 gold I loaned to you either. And I'll always remember how hard your fists were. That's just because you screwed up all the time, Benwick. I always meant to hit him back one day, but now I'll never have the chance. It's so unfair. Oh, shut up. It'd be 100 years before you'd be able to knock him out. Not even Von Eifried would wait that long for you. Hey, I could have managed it in 50. Well, this turned out to be a pretty lively memorial. To death, we are as equals. It comes to us all. There's no reason to treat it as something special. Exactly. And besides, we're all pirates here. Wherever we sail, death is always lurking beneath the waves. You're all prepared for it. Of course we are. Eisen, would you mind if I said a prayer for Eifried? You would? He's the most terrible villain in 100 years. That's true, but I just... What if you prayed for Eisen's friends instead? I don't think there'd be a problem with that. Okay. Is it all right if I pray for your friends instead, Eisen? I'm not stopping you. Captain, I was more enriched by the days I spent sailing with you than the centuries I roamed in search of something to end my curse. Thanks for the fun, Eifried. Oh. Farbvariation für Eisen erhalten. Schick.
Sagen wir einfach mal. Haben wir so, ohne Jacke. Du auch ohne Jacke. Ohne Jacke, Badehose, Wassernormen. Wow. Okay. Ohne Jacke, Diener-Dingens, Wassernormen, Bienenflug gefahren. Auf gar keinen Fall. So, wir hatten jetzt aber noch nicht wieder einen Kampf, ne? Ja. Okay. Hi. I heard about some Abbey people who went to recon a Class 4 island and haven't come back. Noch eine Klasse 4 Insel. I wonder what's drawn their gaze. Well, recently, a fishing boat carrying demons washed up in the harbor and caused a real stir. The crew just probably caught demon blight, right? Well, about that. People found flowers on the ship that only bloom on that there Class 4 island. But even if the fishermen had gone near the island, they weren't the types who'd ever even consider setting foot on its shore. Could the demons have attacked the ship, then ridden it all the way to the harbor in search of more prey? The demons were wolfmen-looking guys. Certainly got the Abbey on alert. A whole bunch of intelligent demons is bad news. Wolfmen? An island of Therians? I'd say that place ranks 6th on the places where I'd least want to live. Wait, what the hell kinds of places are 1 through 5? Okay. Hallo, komischer anderer Pirat. Warte, erstmal da vorne 3 Seelen. So. Und die 2. So. Hoi. There's a Class 4 Natürlich. island folks were too afraid to go near even before the demons showed up. If there weren't any demons, what was so scary? Well, the guy who owned the island was a real lowlife. They say he'd take a bunch of lawbreakers out there and make them kill each other. Bien. Crimes or not, that's terrible. The seas near the island ran red with the blood of the convicts. Hell, you could even smell it in the air. Folks say that even now, on nights when the sea turns red under the light of the crimson moon, the prisoners' spirits return to the island. You ask me? I bet that those demons are reincarnations of the dead prisoners. If you go there, you'd best be careful. I'd rather just stay far, far away. Da gehen wir hin. Aber halt nicht jetzt. So, dann fragen wir ihn hier nochmal, welche Dinger wir jetzt noch offen haben. Wir haben den hier, der ist irgendwo eine Figal Eisspitzen. Der Walwald. Nehmen wir folgendes Mysterium. Oh ja. Und mehr haben wir gar nicht. Okay. Das geht eigentlich. Ja. Gut. Holen wir uns bei Zeiten. Aber erstmal das eine oder andere machen. Erstmal wollen wir jetzt nach Need. Ja, es müsste die Stadt sein, wo Videl wohnt. Und dann mal gucken. So, hier haben wir auch noch Leute, mit denen wir reden können. Vielleicht auch eins davon von Magelus Menagerie. Ich nichts wisse. That place really was a prison island. Worse, I heard that's where the Lord of Calamity was born. Where did you hear that? From an exorcist who lost his malak and caught the demon blight. He screamed it as he was killing his exorcist buddies. It happened in the forest. I managed to hide. I've never been so terrified in my life. An exorcist turned into a demon. He must have lost himself when he lost his Moloch. Looks like we really did a number on the Abbey. If that's true, then it means the Calamity was born right under the Abbey's nose, and they let her escape. How could they let that happen? I don't know, but I guess it means the exorcists aren't perfect. I thought that if we followed the shepherd, the Abbey would save us. But maybe that was just wishful thinking. Mhm. Gut. Du hier? Did you guys hear? The search party that went to the Laban tunnel was wiped out by a demon. Really? They were the ones out searching for Count Capelus, weren't they? You mean the one who managed to get kidnapped? Despite everyone else at his manor, servants and children alike getting killed?
You'd think noblemen like that would have some decent exorcists among their personal guard. Suppose he did. But I heard every blade there, sword and spear alike, was found chipped and cracked to hell. What kind of demon could do that? Who are the Capeluses? They are one of the great noble lines, on par with Oscar's Dragonia family, and have served Midgand for generations. People refer to them as the royal family's hidden dagger. Unlike me, you never hear good rumors about them. They say behind the royal family's glory lies blood and tears shed at the hand of the Capeluse family. But those are just rumors. Although I do know that in recent times, the Count had stood against the rise of the Abbey. I couldn't care less about the whereabouts of some noble. But we should be careful of the demon that took out all those exorcists. Yeah, it sounds like a worthy opponent. Na gut. Ob wir dafür jetzt auch nochmal irgendwie eine Quest gekriegt haben? Ich weiß nicht. Ach, guck mal. Nee. Okay. Kann natürlich sein, dass ein Alarmschiff Rot-Dämon da entstanden ist. Mercia was attacked by the Lord of Calamity and the town was lost. They say a bizarrely dressed witch chased down the townspeople and devoured any she caught. That must be the Lord of Calamity. She dressed as a cackling witch to toy and torment us humans. That monster! They say she wore a black cloak, a big hat, and rode a broomstick. She jeered and jested at those she caught. So, a demon impersonated a witch and hunted humans, huh? What happened in Mercia really got twisted in the telling. That's the grapevine for ya. But that aside, this is unforgivable. I'd never use a broom or wear a black cloak. It'd go against my superb fashion sense. Ja. Ihr Gespür für Mode. Okay. So, warte, hier haben wir irgendwas. Guten Tag. Macht die Mauer heile? Is it true that more demons are appearing in other towns? And that some exorcists have suddenly lost their powers? Yes, I'm afraid it is. Is everything going to be all right? Leave her alone, son. You're bothering the exorcist. I just wanted to know how other places were doing. In every city, the frequent demon attacks have endangered lives, caused chaos, and hindered travel and trade. Farms have been hit hard, and harvests are delayed. It's certain that there will be food shortages before long. I thought as much. Well then, that settles it. Settles what? I'm going to plant an orchard and some vegetable fields. We've been lucky. We've been spared the worst of it. Also, the soil here is rich and suited for farming. I can't fight the demons, but I can help stabilize the food supply. I want to do what I can to help. That's wonderful to hear. I'm rooting for you with all my heart. You know, if you're starting a farm, you're going to need someone at your side. Would you please stop bringing that up? No. If you're serious about this, I want to do everything I can to find you a match. So on that note, how about it? He's a good boy. You don't have to marry him right away. You can take it slow. Sorry, I'm kind of married to my work. A shame. Well, what about you? The scary girl over there. Who are you calling scary? My apologies, miss. Hey, aren't you forgetting someone? No way! I mean, love, marriage? That's not important right now. Besides, I have a date with these saplings. He chose a tree over me. Tja. Kann man nichts machen. Hallo. You're Laphicet, right? Yes. Who are you? I'm Vidal's mom. He wanted me to give you this note. It's the fourth ingredient. What happened to Vidal? He has a high fever and can't move right now. Oh yeah. It's the terminal stage of the 12-year sickness. It can't be. All the other kids in town avoid Vidal because they're scared of the disease. But you chose to be his friend. I want to thank you for that. Vidal always perks up when he talks about you. Miss Vidal's mom, I know this is sudden, but can I borrow his book? If we can figure out the last ingredient, we can make medicine that'll cure him. I don't care what it takes. I'll decipher it myself and... That sounds like it could be really dangerous. I can't let Vidal's friends put themselves at risk like that. Besides,
I've already lent the book to someone else. Wie jemand I've anderem. been prepared for this day ever since I learned he had the 12-year sickness. I'm sorry, Videl. I'm sorry I couldn't give you a healthy life. What's the plan, Laphicet? Do you still intend to look for that last ingredient? Why bother? Time's short and we're out of leads. I know it's sad, but there's nothing we can do. Vidal was fated for this end from the start. Is there really nothing we can do? Don't feel guilty. None of this is your fault. You've been a good friend to him. Besides, the Omega Elixir is a fool's errand anyway. How could you say that? Jeez, Velvet! Even I'd have tried to soften that one. What's there to be gained from being less direct? Sure, it might hurt now, but in time, it will be just another memory. A sad memory you'll keep tucked away for when you need it. How can you talk like that? Videl's still alive! And what about all of his research? The Omega Elixir is real! I'm sure of it! I'm not ready to give up! Then stop talking about it and keep on looking. You mean it? Once you've lost him, it'll be too late. No matter how sorry you feel, no matter how deeply you regret, regrets don't change into memories. They hang over you like a living nightmare. But you haven't lost your friend yet, or your hope. Yeah. Then hold on to it as tightly as you can. Okay. I'm going to find that fourth ingredient. Let's take another look at the clues in Videl's notes. Okay. Erläuterung, wie man ein Blatt des Weltenbaums sammelt. Letzte wurde im Daval-Wald gefunden. Okay, da müssen wir eh hin. Wo ist der Daval-Wald? Da sind diese Fegal-Eispitzen, wo irgendwie so ein Ding sein soll. Verdammt. Da. Okay. Da müssen wir auch noch hin. Ja, okay. Aber erstmal gehe ich shoppen. Damit wir diese Fiolen hier auffüllen. Kalzitdolche. Kann man verbraten für Zeug. Und ist ein Angebot. So. Ist jetzt immer ganz nett. So, dann muss ich wohin genau? Ich hab's vergessen. Es tut mir leid. Den Ort haben wir immer noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Das war der. Das war der Turm. Und hier haben wir die Stelle, wo wir ja nicht wissen, wie wir da runterkommen. Na, weil das irgendwie auf einer unteren Ebene ist. Keine Ahnung. Okay. Nichtsdestotrotz wollen wir immer noch nach da. Heißt, wir müssen nach Logos. Okay.
So, und hier gehen wir wohin? Ich bin im Moment ein bisschen verwirrt. Da war Wald. Kann man jetzt wiechen? Das anklicken. Ebenen von Aldina. Wo sind denn jetzt die Ebenen von Aldina? Ah, okay. Das heißt, wir kommen über die Galles-Seestraße vielleicht dann dahin. Ja, okay. Das heißt, wir müssen da lang. So, dadurch, dass das Ding hier so viele Aus- und Eingänge hat. Und ja, ich habe mir diese Wege immer noch nicht alle gemerkt, ne? Es ist ein bisschen schlimm, aber naja, ist halt wie es ist. Kann ich dich so umnatzen? Jo, das geht. Das ist ja schön. So. Ernsthaft. Der denkt auch, der ist cool. Der Fee. Der Schlange. I did good, didn't I? Da hinten kann ich ja nicht hin. Aber hä? Warte, da muss ich nicht hin. Das heißt, wir müssen über die Danan-Fernstraße. Okay. Ich drücke die falschen Tasten. Das heißt, wir müssen da lang, ja? Ich hoffe, ja. Aber das ist ja nur ein Rückweg. Oh. Darf ich mal einen Weg suchen? Ist ja schlimm. Heute Folge mit Weg suchen. Muss anscheinend auch mal sein. Ja, ja. Gehen wir nicht um den Keks. So, hoffe ich, wenn wir jetzt hier lang düsen, dass wir auch einen Weg haben, um dahin zu kommen. Ebenen von Aldina. Jetzt da hochgehe. Oh, da vorne ist ja der Wald. Ja, okay. Aber dann müssten wir jetzt da dann dieses eine Fragezeichen-Ding da aufklären, theoretisch. Oder? Bin verwirrt. Bam. Okay. Hier haben wir dieses Dingens. Den Geobaum. Was ja schon mal nicht verkehrt ist. Wenn das wirklich wenn nicht wäre. Was ich ewig gesucht hatte.
They were nothing. Ewig um 5 Tage, so gefühlt. Wie oft waren wir hier auf der Galaxiestraße, nur weil ich hier das eine Ding finden wollte für diesen komischen Trank. Was ich dann dennoch nicht geschafft habe. Weil mir halt dieser Geobaum fehlte. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt nach vorne weitergehe, kommen wir an verschiedenen Stellen raus. Wir gucken. Einmal haben wir hier einen Durchgang. Okay. Hier ist ganz viel gar nichts. Außer irgendwo eine Kiste. Okay. Aber wo genau? Da hinten. Ist ja eigentlich gedacht, dass man hier auch nochmal so ein Alarmstufe Rot-Dämon versteckt, ne? Aber ist nicht. Na gut. So, das heißt, über die andere Ecke müsste ich eigentlich zu der einen Stelle kommen, wo ich halt hier dieses möchte gerne Hoverboard brauche, um dort rüber zu kommen. So von der anderen Seite aus gesehen. Oder? Mehr oder weniger ja. Dass hier halt auch so große Flächen sind ohne alles. Gut, hier eine Kiste. Ganz toll. Wäre wahrscheinlich halt hier, um auch ein Wolkenei zu finden oder so. Blub. Siehst du, hier sind wir nämlich jetzt hier. Wo ich schon keine Ahnung wie oft hin wollte. Und es ging halt nicht. Weil wegen ist so. So. Dann wollen wir zurück zur Ebene von Aldina, damit wir dann in den Davalwald kommen. Da ist so grob der Plan. Was kann ich die Dinger auch umfahren? Jo. Sehr, sehr gut. So. Schon später hier. Hast ja nichts geschafft heute. In der Folge. Gefühlt. Pflegeding hier kann ich auch nicht einfach umfahren, oder? Doch? Wow. Ich hätte gedacht, dass der eine Level hat, dass ich das noch nicht umfahren kann. Naja, so ist das. Bam. Musik jetzt wieder so leise ist. Jetzt wird sie gerade wieder lauter. Hier waren wir noch nie groß unterwegs, oder? Weil wir es einfach nie mussten. Okay, was ist das? Rotterdämpfer erfüllen die Luft. So scheinst du nicht hindurchkommen zu können. Okay. Hier kann ich nicht rüberspringen. Hallo. Let's get started. 0815 Gegner, die alle nichts drauf haben. Ich wollte mal sicher gehen. So, und irgendwo hier in dem Wald soll ja auch so noch so ein Alarmstufe Rot Gegner sein. Neben unserem eigentlichen Ziel. Victory is out.
Dann bin ich immer gespannt. Und auch wie ich diese roten Dämpfe da beseitigen kann. Da sind auch grüne Dämpfe. Und Steine, durch die ich nicht durchgehen kann. Irgendwas ist ja immer. Hä? Soll ich denn hier durch? Und weiter? Was verursacht denn diese Dämpfe? Muss ich da zwingend Gegner erst beseitigen oder wie ist da der Plan? Not bad. Und wirklich viel kann ich ja hier nicht machen. Aber der Wald scheint ja ein bisschen größer zu sein. Da komme ich nicht lang. Da ist wieder so ein Gegner im Weg. I can't even call that a... Danke. Na gut, dann machen wir an dieser Stelle dann weiter in der nächsten Folge von Tales of Berseria. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.